So, der Zug ist vorbei und ich sage damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Transmitter 2015. Wir sind heute auf der Strecke München-Augsburg unterwegs und fahren von Mammendorf auf Gleis 7 in den Münchner Hauptbahnhof als S-Bahn. Unser Fahrzeug ist heute die BR 420 in der doppelten Ausführung, quasi eine Doppeltraktion. So sieht sie aus. Ich denke, ihr werdet das Fahrzeug kennen oder ihr lernt es jetzt kennen. Ich zeige euch es jetzt. So sieht es aus. Das ist der Führerstand. Wir haben um 7 Uhr und 4 Minuten Abfahrt, das heißt noch eine Minute Zeit, uns das hier so ein bisschen anzugucken. Ich zeige einfach mal, wie das hier so alles funktioniert. Das ist quasi unsere Zugbremse. Die löse ich jetzt erstmal, weil wir bremsen hauptsächlich mit dem Fahr- und Bremsschalter hier. Ja, das ist die Handbremse, die ist aber in der Regel schon gelöst. Hier die Rollos kann man nicht runter machen, aber man kann diese Sonnenblenden hier runter machen. Ich zeig das mal. Das ist ein bisschen tricky. So sieht es aus. Ich mache sie wieder hoch. Es quietscht doch so ein bisschen. Ja, dann haben wir halt hier wachsam, frei und Befehl 40. Hier können wir den Pantographen, den Fahrspurabnehmer heben. Das ist für den Hauptschalter, Zugspitzensignal. Ja, hier sind halt so ein paar wie Scharfenbergkupplung, Heizung. Das geht jetzt hier im TS nicht, das ist aber in der Realität so. Hier Fahrplan, Buchbeleuchtung, dann Caplight und so weiter. Hier so ein paar Kontrollleuchten. Das war es eigentlich auch schon. Im PZB und SIFA machen wir einmal die PZB mit Umschalt 7. Einmal mit Q bestätigen, dann hört das auf zu piepsen und Shift und 8. Dann geht die PZB an, macht ihren Selbsttest und ist bereit. Bereit ist ein gutes Stichwort, auch wir sind jetzt bereit. Wir sind zur Abfahrt bereit, und damit wir dem Fahrplan getreu unsere Dienste verrichten können, fahren wir jetzt einfach los. Taste A und Fahrstufe 1, es geht los. Wir befreien uns, weil wir hier eine Fahrt haben, mit dem Signal, die über 30 km/h ist. Wir dürfen uns befreien. Ich werde einfach mal ein bisschen beschleunigen, weil der Fahrplan hier recht knapp ist. Der ist auch hier richtig eingetragen. Das ist ein Workshop-Szenario. Ist auf jeden Fall ein schöner Zug. Die PZB SIFA, alles extrem toll. Und da dachte ich mir, dann fährst du ihn einfach mal. Warum auch nicht? Und ja. Eigentlich wollte ich ihn auf Garmisch fahren, aber dann habe ich mich doch hier entschieden und mache das Garmisch dann anders. SIFA drücken wäre nicht schlecht, weil jetzt stehen wir hier gleich wieder. Uns hat es uns hingestellt, wie man so schön sagt. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist 120. Er schafft ein wenig schneller, aber dann piepst er und dann bremst er automatisch runter. Das wollen wir jetzt hier nicht. Grüß dich. Das war übrigens das Caplight gerade. Mal ein bisschen aufschalten hier. Wir sind 40 Sekunden zu spät. Ich kann das mal zeigen, was passiert, wenn ich zu schnell werde. Dann passiert das. Pass auf, jetzt geht's los. Und dann bremst den Zug automatisch ab, wenn man jetzt nicht selber unter die 120 geht. Ich muss mich erstmal wieder an die Bremse gewöhnen, weil der bremst doch anders als die anderen Triebzüge, die ich sonst so fahre. Da geht es auch schnell, dass man ja die Notbremse reinballert, was ich aber eigentlich gar nicht will. Wie gesagt, der Fahrplan ist recht straff.
Das heißt, wir müssen auch relativ schnell die Station fahren und doll abbremsen, damit wir das alles so schaffen, weil ich will nämlich ein Häkchen überall haben und ich dann den grünen Haken mit dem Szenario stehen habe. Ich kann dann auch gerne die Beschreibung schreiben, wie das Szenario heißt. Ich denke, das wird an einen oder anderen oder auch mir gefallen. Da könnt ihr euch das auch aus dem Workshop runterladen und dann auch fahren. Es gibt halt auch viele Szenarien im Workshop, wo man sich sagt, ja, was lädt man sowas hoch, aber es gibt auch recht schöne und ich glaube, das hier ist eins der recht schöneren. Beziehungsweise konnte ich jetzt noch nichts feststellen, was dagegen spricht, dass es schön ist. Fahrplan hier ist wie gesagt alles da. KI-Verkehr haben wir auch schon welchen gesehen. Vielleicht kommt noch eine S-Bahn gleich entgegen, das weiß ich leider nicht. Das sehen wir dann. Hier ist aber eh eingleisig, das heißt, das S-Bahn-Gleis ist nur das hier. Das ist ja recht zu schnell. Und die Fernverkehrsgleise sind hier. Gleich wird eine Gabelung geben, dann wird es dann zweigleisig. Es kann sein, dass dort ein Gegenzug auf uns wartet, das weiß ich leider wie gesagt nicht. Gelbes Vorsignal. Das heißt, wir müssen wachsam drücken und dann kriegen wir eine Beeinflussung. Da blinkt die 85 und der 1000er hier leuchtet. Wieso das nicht? Okay, irgendwas ist hier schief gelaufen. Also normal blinkt er dann und dann leuchtet hier Befehl wird der 1000er Herz. Wir fahren jetzt hier irgendwie raus. Das ist wir machen jetzt eine Gegengleisbefahrung, sehe ich gerade. Jetzt. Das habe ich eben erklärt, was jetzt. Jetzt habe ich schon eine Zwangsbremsung bekommen, das ist ja schön. Ich war etwas zu schnell, aber dann müssen wir ja nicht mehr anhalten, dann macht das die Technik für uns. Na, wann geht's hier mal weiter? 12 nach, erst noch eine Minute. Oh. Ist eigentlich der Zug hier mittlerweile weg? Nee, der steht hier abgestellt. Der ist komplett abgerüstet auch. Ich könnte eigentlich mal einen Screenshot machen. Oder so. Dann gehe ich auch direkt wieder zurück in meinen Führerstand, weil wir jetzt gleich weiterfahren werden. Okay, das ist hier die Ansicht, wo man rübergehen kann. Fahren wir los. Ich ahne das. Wow. Ich wollte eigentlich Sie verdrücken, das ist ja mit Q und nicht mit Leertaste.
Ich schätze, dass vor uns ein Zug fährt. Deswegen haben wir hier immer rot. Ja, der fährt vor uns. Und deswegen haben wir immer rot. Wir haben den auf Gleis 1. Gleich sind wir da. Unser dritter Bahnhof. Vielleicht schaffen wir das diesmal ohne technischen Eingriff hier von durch die PZB anzuhalten, aber sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Güterzug im S-Bahn-Bahnhof, okay. Wir sind ein Vollzug. Ich denke, es sind doch alle Türen aufgegangen, ja. Ah, hier sind Arbeiter am Gleis. Soll also quasi ein Bauzug darstellen, wie ich davon ausgehe. Das Gleis ist auch zugeschüttet. Ah, das ist ein Bauzug. Okay, dann machen die dort Gleisbauarbeiten, wohl. Alles Haken, perfekt. Ich mache mal eine Zwischenspeicherung, weil das Spiel neulich bei mir kurz vor Ende des Szenarios abgestürzt ist. Und das brauche ich jetzt nicht. Grüßt euch, hallo. Hallo. Oh, der winkt sogar. Knappe Sache, würde ich sagen.
So, nur die beiden Lampen müssen geleuchtet haben, erst dann kann man wieder losfahren, sonst klappt das nämlich nicht. Das hier ist die Lokbremse. Irgendwie. Hier kann man die Scheibenwischer anmachen. Einmal der rechte und einmal der linke. Das ist ja ein Zug mit geteilter Frontscheibe, da kann man die dann einzeln steuern. Hier kann man in echter noch die Geschwindigkeit der Scheibenwischer einstellen. Ah, es fährt da nicht los, dann müssen wir das hier nochmal machen. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Jetzt. Das war nämlich ein gelbes Vorsignal. Wer vielleicht eben aufmerksam geschaut hat, hat das noch gesehen. Wo wir in den Bahnhof einfuhren. Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen hier schon wieder einen gewischt, aber... Oh, eine BF 420. Sogar eine Dreifachtraktion. Als Dienstzug. Bei Wechselblinken 500er aktiv dürfen wir nicht über 25 kommen, sonst gibt es auch eine Zwangsbremse. Der dürfte jetzt aber hier ausgehen, im Moment.
Mal kurz speichern. Wir müssten jetzt gleich Richtung Parsing kommen. Langwied, Parsing. Wir hängen ein bisschen hinterher, wir müssen gucken, dass wir dann wieder Zeit gut machen. Plus 0,20. Oh, habt ihr jetzt gerade das Signal gesehen? Das wurde schon rot, bevor wir durch waren. Oha. Ich weiß gar nicht, ich gehe davon aus, dass wir München Tief anfahren. Ja, ist auch so.
Jetzt sind wir sogar zu früh, also der Fahrplan ist schon klasse gemacht, das heißt, der ist schaffbar. Da gibt es auch viele Szenarien, wo du es einfach gar nicht schaffen kannst, das geht einfach nicht, aber hier hat das der Ersteller, die Erstellerin, ich gehe fast davon aus, der Ersteller ist es. Und das ist klasse gemacht und ich werde auf jeden Fall euch den Namen des Szenarios verraten, weil das lohnt sich schon, das zu fahren. Es hat zwar keine Einweisung oder sowas, aber ja, wenn dafür der Rest stimmt, passt es schon. Das haben wir auch geschafft. Die Strecke von Garmisch kommt jetzt hier von rechts übrigens. Und wir fahren jetzt in Pasing ein. Und geht's weiter über die S-Bahn-Strecke zum Münchner Hauptbahnhof, und zwar die Tiefstation, also quasi wo die Züge durchfahren, die S-Bahn. Mit der Zeit sind wir auch gut. Der fährt erstmal mit offenen Türen los. Lol. Dann fahren wir hier weiter. 37, oha. Okay. Ja, dann machen wir kurz Pause.
Gucken wir uns einfach den Zug nochmal von außen an, würde ich sagen. Ist halt morgens, deswegen ist es noch recht dunkel. Das ist er. Es macht eigentlich Spaß, den zu fahren, weil der perfekt ist. War übrigens mein erster Triebwagen, den ich hatte. Der auch fähig ist, also PCP SIFA und ja. Ich hatte mir dann damals eine Collector Edition gekauft von Flight Simulator 2013. Da waren dann sowas wie SBB Route 1, Köln-Düsseldorf, München, Augsburg und so Späße. Noch so ein englischer Kram waren dabei. Ja, und dann habe ich halt auch direkt zum Geburtstag noch den Zug hier bekommen. Ich fahre den nach wie vor gerne. Kann den auch nur weiterempfehlen, wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr euch den kaufen wollt. Man kann nicht viel, also wenn ihr die Ansprüche jetzt nicht zu hoch setzt, ist ja immer ein Simulator. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So, wir dürften jetzt vom Fahrbahn her abfahren, aber da kommt uns noch was entgegen. Das heißt, wir haben noch kein Signal. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt hier vorne abbiegt, sonst haben wir ein Problem. Okay, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Grüß dich. Vorziehen dürfen wir noch nicht, weil gegen Rot anfahren ist nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen warten, aber jetzt ist ja auch schon gelb. So, jetzt blinkt wieder Wechselblinken und der 500er, also unter 25 bleiben. Jetzt dürfen wir immerhin 45 lang gurken. Da ist er. Auch das Knirschen, also dieses Quietschen der Schienen ist auch schön und relativ realistisch, würde ich mal sagen, nachgestellt. Wir haben quasi jetzt Halt erwarten durch das Vorsignal uns mitgeteilt. Es gilt ja 100, aber wir dürfen nicht 100, weil, wie gesagt, der 1000 Hertz Magnet blinkt. Und abgehen wir. Müssen wir aufpassen, das Signal ist weiterhin noch rot. Jetzt ist es grün. Der Szenariobau hat quasi nur den 420 genutzt und sowas wie 101, also quasi Standardmaterial von der Strecke. Das hat halt den Vorteil, dass wenn man jetzt nicht alle Züge hat, dass man trotzdem die KI sieht, aber ist halt ein wenig einsam, die paar Züge, die hier fahren. Ich habe auch ein schönes Szenario mit dem Talent 2 von, ich glaube, nicht Donnersberger Brücke, Hackerbrücke, glaube ich. Oder wie heißt die Station? Ja, Hackerbrücke. Nach Mammendorf Abstellgleis, aber nicht da, wo wir gestartet sind, sondern hinten so ein Feldabstellgleis habe ich das gebaut. Das werde ich auch mal irgendwann aufnehmen. Vielleicht macht Lennart mit, das wissen wir noch nicht. Oder weiß ich noch nicht. Und
Ja, ist auch schon wieder eine Weile her, wo ich das gebaut habe. Daher ideal in der Nähe des Vollzugschildes angehalten. So ist er quasi am Vollzugsschild. Die 2 Meter da. ...42 geht's erst weiter, oh Mann. Jetzt fährt der andere Zug schon weiter und wir stehen hier immer noch. Es leckt das Spiel ein bisschen, die Frameszahl geht auch runter, das liegt daran, dass wir jetzt Richtung Hauptbahnhof kommen. Oh, eine 423. Hier ist übrigens das Abstellwerk für so ICE, also so ein ICE-Werk quasi ist. Das ist ja dann echt auch.
Fahren wir ab. Jetzt kommen wir Donnersberger Brücke, das ist das Stellwerk. Was mich halt freuen würde, wenn man die Strecken quasi zusammentragen könnte, dass man sagt, man kann sich dann hier aussuchen, ob man nach Garmisch oder nach Augsburg fährt, dass es quasi eine Strecke ist hier am Hauptbahnhof in München. Das fände ich extrem nice. Fahren wir nicht ganz so weit vor. Jetzt müssen die Leute so Ewigkeiten laufen. So stehe ich hier schon relativ weit weg. Ich bin wieder gerade mit dem Sichtvertaster vertan. Eine 101. Jetzt fahren wir übrigens in München Tief ein. Das ist auch der Bahnhof hier, unser
Ziel- und Endbahnhof, wie es so schön heißt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, das Szenario, also den Namen werde ich euch unten in die Beschreibung tun. Könnt ihr das gerne auch nochmal fahren. Gerne könnt ihr kommentieren, Abo, das ist das beste Like oder je nachdem, wenn es euch nicht gefällt, auch ein Dislike. Vielleicht dazu schreiben, warum, dann kann ich das vielleicht versuchen besser zu machen. Ja, das Szenario ist hier in München Tief auf Gleis 2 beendet. Euch eine gute Fahrt und ja, ich denke, man hört sich wieder hier. Ich warte noch gerade, bis das hier fertig ist mit Laden. Beziehungsweise, ja, das ist ja jetzt in vielleicht 10 Sekunden vonstatten gegangen. Wie gesagt, das war's auch schon und bis zum nächsten Mal. Ciao!